Thank you very much for the introduction. It's a pleasure to be here. I'd like to step in because it's probably going to be a long day and everybody is awaiting a bunch of information. So we'll go right into the introduction. Tobias Jenny from Company X. Stell dich kurz vor. Hallo zusammen, mein Name ist Tobias Jenny. Ich bin seit 5 Jahren mittlerweile in der Cannabis-Industrie. Ich startete vor 5 Jahren mit dem Medical Cannabis Verein in der Schweiz. 2 Jahre ist es nun her, wo wir die Greenology AG gegründet haben. Das ist in Zürich eine Indoor-Produktionsanlage für CBD-Hanf. Mittlerweile haben wir ein Joint Venture mit Company X, mit Clint Young, mit einer großen Outdoor- und Greenhouse-Production auch in der Schweiz, wo wir alles rund um Cannabis machen, von Handel, Isolat, Distribution, alles Mögliche. Danke vielmals. Michael Mosimann von 420. Ja, auch einen guten Morgen von mir. Mein Name ist Mosimann Michael. Ich bin Inhaber und Gründer der 420 GmbH. Wir haben das Unternehmen vor 18 Jahren gegründet und sind eigentlich ein kompletter Großhändler über alle Sparten wie Growing, Hairjob, Paraphernalia und natürlich auch CBD. Und zuletzt noch Alexandre Lacarré von Ivory Swiss. Yes, hello everyone. Alexandre Carré, I'm the founder and CEO in Ivory Group. It seems like I'm going to be the only one talking in English. I'm not used to this kind of thing, so I'm going to try to switch and talk in the same time, but I'm sure it's going to be fine. So Ivory Group, we founded in July 2017. We are vertically integrated, so since beginning we wanted to have in hand from production to manufacture to branding. So Ivory is our own brand when we do a lot of activity on the production side, so clonings, mother plants, and we did a lot of wholesale as well in the same time. Thank you very much. Kurze Einführung. Also die Legalisierung von Cannabis macht weltweit diverse Wellen. Und die Schweiz liegt immer noch ein bisschen unter dem Radar. Aus diesem Grund meine erste Frage, was denkt ihr, wieso wurde die Schweiz trotzdem für uns eigentlich, also für Europa, so zum Cannabis-Drehkreuz? Tobias? Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, damals die Gesetzesänderung auf 1% THC war wahrscheinlich ein Grund und dann die Genetiken, die von Amerika und Kanada kamen, die wie normale Cannabispflanzen aussehen, die so riechen, aber unter 1% THC sind. Und das gab wahrscheinlich der Schweiz ein bisschen einen Aufschwung, dass wir da wirklich für Europa ein Produkt produzieren können, was Europa selber nicht produzieren kann, da sie ein tieferes THC-Level haben. Ja, wir haben eine sehr lange Tradition und Geschichte mit Cannabis. Die Schweiz war schon vor 20 Jahren eigentlich weltweit führend in Sachen Cannabis, Genetik und in dieser Sparte. Und ich denke, dass die Schweiz zum internationalen Drehkreuz für CBD wurde, hat sicher mit unserer hohen Qualität, mit den großen Standards und der Zielstrebigkeit der Schweizer Unternehmen zu tun. Bis schlussendlich denke ich einfach, dass wir in der Schweiz das größte Wissen an Cannabis, Genetiken und in diesem Bereich hatten und darum wurde auch die Schweiz zum Drehkreuz von Europa. Yeah, so I would say the position of Switzerland is very simple. We're talking about the law, the 1%, and it's true. But I think we should speak about the relation between the cannabinoids and especially the THC to CBD. So everybody wants a high CBD breed, and it's very hard to have high CBD with a very low THC. So what we experience ourselves, we have about 15 genetic that we cultivate. So our cultivation is 100,000 square feet, 10,000 square meter. We do 160,000 plant indoor hybrid greenhouse. And this is quite large. I mean, for us, it's kind of headache to handle that, especially in indoor production. And when you have a 0.3, 0.4% THC, you will hardly have more than 0.7, 0.9, 9% CBD.
And when you have hybrid, for example, we have an exclusive partnership with Dynafem Seeds for whole Switzerland, and we have our new genetic, their genetic, the Dynamed Kush. We are launching the Ivory Dynamed Kush during the Canna trade, and we have 0.8% THC for 20% CBD, and this is important to know because you can grow higher than 0.2 or 0.6% THC in other country, and this is what makes us a strong position as well at the moment. Thank you very much. Michael, du hast vorher kurz erwähnt, dass eben die Expertise in der Schweiz groß ist. Wie kommt denn das Pharmawissen und die Hochschulen, wie kommt das uns auch noch zugute für die Cannabis, für die weitere Entwicklung? Das kommt uns auf jeden Fall sehr zugute. Ich denke, das kommt der ganzen Cannabiswelt zugute, dass die Hanfbranche in der Schweiz sehr gute Beziehungen pflegt zu den Hochschulen, zu den Universitäten, dass wir dort sehr gute Feedbacks bekommen und auch gut mit ihnen zusammenarbeiten können. Dies ist sicher der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass eine ETH in Zürich von jeher eine der führenden Hochschulen weltweit ist. Und auch agronomisch mit Agroscope haben wir sehr starke Partnerplayer, die sich in der ganzen Landwirtschaft, Pflanzenkenntnisse sehr gut auskennen. Und dass wir dann ein gutes Relationship mit der ETH Zürich machen können und auch mit anderen Hochschulen und Universitäten. Ich denke, das kommt nicht nur der Schweizer Cannabisbranche, sondern eigentlich der weltweiten Cannabisbranche zugute. Denn wenn wir sehen, was für Projekte, dass die ETH Zürich im Moment mit einer Schweizer Firma durchzieht, das ist der helle Wahnsinn, oder? Das sind Sachen, die man sich vor 2-3 Jahren gar nicht vorstellen konnte, dass man die Genomen identifizieren, isolieren und speziell anpassen kann. Also ich denke, das ist der Key, damit wir auch ganz vorne mitspielen können als ganz kleines Land in der großen Welt. Ich werde kurz anhängen. Ich denke, wie Mosi gesagt hat, das ist korrekt, komplett richtig. Dass wirklich, es kommt der ganzen Welt zugute, oder? Wir haben jetzt Cannabis über mehrere Jahrzehnte komplett verboten gehabt, weltweit. Und wir müssen diese Zeit aufholen. Wir brauchen viele, viele medizinische Studien über die Cannabinoide, wie sich Cannabis verhaltet im Körper. Und ich denke, da ist noch sehr, sehr viel Knowledge, was wir aufholen müssen. What I think they said, a bit everything needs to be said. I mean, I don't want to take the time too much, so I think our subject is trajectory of cannabis in Switzerland. We have about 30 minutes or 25 minutes. We need 3 hours and a half, so I mean, yeah, let's summarize this. Dann gehen wir gleich zu der nächsten Frage. Was sind denn, Alexandre, die Opportunitäten für die Schweiz im Vergleich zu unseren Nachbarländern? I'll say it in English for you. So what are the opportunities for Switzerland in comparison to our European neighboring countries? Well, the opportunities in Switzerland are very simple. At the moment, I think is regarding the law. I mean, this legal fact that we can grow and sell legally with less than 1% cannabis, or you can call it cannabis, hemp, CBD. I mean, the genetic we have now on high CBD level and low THC is more cannabis plant than hemp. When you look at the size of the buds and the terpenes and everything is more cannabis plant for me. But I know in States, all the people want to speak about hemp since there is this hemp bill farm passed. So I would say in Switzerland, everybody knows the wages are expensive, the territory is small. So I would not say that we have big opportunity in terms of planting and quantity. It's true that in the way we function in Switzerland, in any other business. So if you take banking, chocolate, pharma, insurance company, I mean, we can mention a lot of names, even from the tobacco industry, BAT, GTI, the Nestle in Switzerland. So we have a mentality where we like to do the right thing. We are very detail oriented, and it makes the job more easy because cannabis is like growing cannabis. It's very difficult. I mean, my background comes from real estate and private equity. So we created this group 2 years ago,
And we have now about 18 harvests as a background, and you can have a lot of issue on, let's say, mold or different things, and it's very specialized. And I said in Switzerland we had the opportunity to find great professional and who learn fast and enable us to do a great job on everyday basis. Ich möchte dort gleich anhängen. Sicher ist es auf der einen Seite eben die Zielstrebigkeit und die hohe Qualität, die wir haben. Und dann ist die Schweiz ein sehr kleines Land. Also der Konkurrenzkampf ist wahnsinnig groß und es ist auch halt sehr schnelllebig. Das zwingt die Firmen, automatisch innovativ zu werden und immer einen Schritt vor der Konkurrenz zu sein. Aber ich denke, der wichtigere Punkt in dieser Geschichte ist, dass wir in der Schweiz ein sehr stabiles politisches Umfeld haben. Jetzt im Gegensatz vielleicht zu Italien, wo einmal hü und dann wieder hot gemacht wird. Bei uns in der Schweiz, wenn wir mal ein Gesetz haben, dann wird dieses Gesetz auch von allen Parteien und allen Playern respektiert und angewandt. Und daher haben wir auch immer die Möglichkeit, bis an die Grenze des Gesetzes zu gehen. Und ein stabiles Umfeld ist nicht nur für die Cannabiswirtschaft, sondern für die allgemeine Wirtschaft einfach das A und O. Und dies gibt uns sehr viele Möglichkeiten und vor allem auch Rechtssicherheit und Planungssicherheit. Du hast jetzt gleich die Gesetzeslage oder eben wie die Schweiz zu Cannabis steht, jetzt angesprochen. In der Schweiz ist Cannabis noch nicht oder THC-Cannabis noch nicht legalisiert. Was sind denn die nächsten Schritte oder was brauchen wir jetzt unbedingt in den nächsten Monaten, Jahren, um Cannabis auch in der Schweiz komplett legal zu machen? Tobias, möchtest du beginnen? Ja, ich denke, wir brauchen Studien. Die Schweiz ist sicher ein Land, was sich jetzt nicht auf ausländische Studien beruft. Wir müssen unsere eigenen Studien machen. Momentan ist unser Schweizer Gesetz ein bisschen ein Hindernis in diesem Punkt. Ich weiß, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren bis nach 2021 eine medizinische Lösung haben werden in der Schweiz und sicher viele Studien jetzt schon im Gange sind und noch viele mehr kommen werden. Ich denke, die Schweiz wird Cannabis regulieren, legalisieren, aber wahrscheinlich ziemlich spät. Also ich denke wirklich, es geht noch ein paar Jahre und die Schweiz wird es dann hoffentlich richtig machen. Ja. Alexandre? Yes, I would say we have an expression more in the French part of Switzerland. So, you know, Switzerland is really divided, German part and French part. Even us from Geneva, when you come here, we think we need a visa to come here. It's really like, it's two different things. And we say in our French part of Switzerland, we say in Switzerland is slowly but surely. And this is always like this. So thing is happening, but it takes time. And that's the reason why I had a discussion with Renato yesterday about the association he's doing. And now, I mean, the main player, let's say the top 7 player in Switzerland, we kind of link together in order to have some meeting every month. So every 2 months, sometimes every month is not possible because we have a hassle with the operation. But in order really to see what we can do in order to push, because the politics is like not only Switzerland, everywhere. I've dealt with many politics in different countries. If you don't push them, nothing is happening. So I would say through the association about financing the right research and of course doing our own research in Switzerland, but relying as well on other countries. Now you have everywhere in Canada, in United States, in Israel as well. A lot of research have been done. I'm sure that with the right documentation, the right presentation, and the right association as well, we have the opportunity to move it forward. I mean, in any country now, we see the retail, the population, the politic is like a couple of people on top. The population is 99%. So when the population wants or needs or whatever, which it just need to be a structure in a certain way, not in France like Gilets jaunes, because it's not the way of moving politics intelligently, but I'm sure that if we structure ourselves in Switzerland, the main players and the right association, we could achieve some very good result. Ich möchte dort gleich eigentlich weiterfahren, oder? Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass sich momentan vor allem die großen Player und auch internationale Player, die sich in der Schweiz niederlassen wollen, dass sie Mitglied der IG Hanf werden und dass wir mit der IG Hanf, dass wir viel gewichtiger werden und dort auch mehrere Worte mitsprechen können.
Des Weiteren, denke ich, haben wir zwei Wege in der Schweiz. Wie es auch in Amerika war, wir gehen zuerst über Medical Marihuana und dann zum Recreational Konsum. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die hat jetzt eigentlich schon begonnen, weil für uns Schweizer, ich will da niemandem zu nahe treten, aber in der Bevölkerung, die Amerikaner sind sehr speziell. Die sind crazy. Aber die Kanadier, jeder Schweizer will mal nach Kanada auswandern. Das ist so ein Land, das uns sehr nahe liegt und Kanada hilft uns sehr in der Legalisierungsgeschichte. Oder dann, wenn ganz Amerika oder andere Länder in Europa legalisieren werden für den Freizeitkonsum, wird die Schweiz sehr, sehr schnell reagieren, weil wir eigentlich immer einen Schritt vorne sein wollen und nicht hinterherhinken. Also es kann lange gehen, kommt aber natürlich auf das politische Umfeld in unseren Nachbarländern drauf an. Wenn eines unserer Nachbarländer legalisiert, dann wird die Schweiz innerhalb Monaten sofort nachziehen. Die Schweiz ist ja ein Land von Vereinen. Es gibt noch einen anderen Verein, der Cannabis unterstützt, den Medical Cannabis Verein. Vielleicht, Tobias, kannst du da etwas ein bisschen dazu sagen? Gerne, ja. Medical Cannabis Verein wurde, wie gesagt, vor mittlerweile 7 Jahren gegründet. Wir haben ihn vor 4 Jahren begonnen zu umstrukturieren. Wir bieten mittlerweile monatliche Patiententreffs in Zürich, Bern und Basel an, wo wie so ein bisschen eine offene Runde ist, wo die Leute miteinander sich austauschen können. Es ist immer so ein bisschen das Haupttopic ist Ärzte. Wo finde ich gute Ärzte, die mir ein Zeugnis für medizinischen Cannabis ausstellen? Ärzte, die auch daran glauben, das ist ziemlich schwierig. Wir versuchen da wirklich eine Plattform zu bieten, wo sich Leute austauschen können, wo sie Wissen finden. Wir haben eine wunderschöne Webseite, medcamp.ch, wo wir sehr viel Knowledge runtergeschrieben haben. Leider alles auf Deutsch, Englisch wird bald kommen, hoffen wir. Und wir sind sehr eng mit der Regierung in der Schweiz auch am Schauen, wie wir die Pilotprojekte vorantreiben können, dass wir da wirklich namhafte Studien in der Schweiz machen können. Besten Dank. Ein anderes Thema, wir haben jetzt gehört, über die Herkunft Schweiz ist wichtig. Die Schweiz ist aber auch ein Land, das sich auch immer anpasst in Bezug auf die EU. Hier zu diesem Thema muss ich ansprechen, die Novel Food Geschichte. Was denkt ihr oder was macht ihr oder was habt ihr da vielleicht einen Ausblick, wie ihr da vorgeht, um dieses Thema anzugehen? Alexander, do you want me to present? So I'm talking about the novel food situation in Europe at the moment, since Switzerland is a country that has its own rules, but also is adapting to the EU market. And novel food is one of those subjects. What is the EU are doing, or what do you think needs to be done in the next? What I think is like Switzerland is not, first of all, adapting to Europe. Otherwise, we would be member of European Union. Unfortunately or fortunately, depending the opinion, we are part of Schengen. I'm not going to talk politics here. But I would say that as we see at the moment now, any product we launch need to go through OFSP. OFSP is like our regulation where whether we do pre-roll, whether we do pouches with shelf buds or whatever, need to go there. And for example, when we launch our pre-rolls, the Ivory Platinum, they tax us like tobacco, like cigarettes. So we have to pay the tobacco taxes. Even on the buds, any product, we need to pay tobacco taxes. And on this, there is no tobacco, there is only bud, flowers. And they said, oh, but we don't know. Is it a cigarillos or is it a cigarette? There is no classification, so we tax the harder. I mean, Switzerland, you have to understand, is one of the only country, not one of, I would say, even in Europe, the only country who is making profit. The country is making profit. The other people, they are losing huge money. Each president every 5 years making, like, giving the hot cake to the other one. We are making money, so we are kind of a little bit structured, I think, and not stupid in a way that not taking the time to do the right decision. So I'm sure that our politics in Switzerland is following the subject of CBD very closely. And it's the only country, for example, you drive and you find CBD everywhere. For the foreigner here, the people from Canada, for example, and I know a lot of Canadian company, I have some friends here as well,
you go to petrol station, you have buds, you have on pouches, you have everywhere. And just talking about before the Canada, we're talking about Canada and United States, about how Switzerland should be looking on Canada or them. I would say it's dramatic for us, because in Canada, the problem, they want to build a LP. It costs 10,000 square meters, 100,000 square feet. It costs between 35 million to 50 million if you do EU GMP. The plants, they don't need epoxy floor with camera, they don't need all this. And it's make difficult at the end for the retail, for the consumer, because more thing we do like this, more product the cost is expensive, and we still need to make profit. So that at the end, who are paying the bill is the buyers. And as I would say, we need structure, that's for sure. THC is an important cannabinoid. I mean, everybody now, CBD everywhere, it's like the angel, and THC is the devil. Okay, we can challenge that. I mean, I think this is based more on the research, what is happening now, on health, on possibly healing some cancer or other thing. And we could talk even about CBN, CBD, CBC, and CB, I don't know what. I mean, there is more than 400 cannabinoids. And I think we should really rely on this research and the big like state university and all these kind of things to order after see how we can structure the law. Well, okay, I jump a bit from the other chapter, That's but okay. I had it in mind. Sorry. That's fine. It's an important information. Let's go back to the subject. Mosi has... Novel Food. Novel Food, das neue Schreckgespenst der Branche. Für uns als IG Hanf, der offizielle Branchenverband der Schweiz, ist es glasklar. Hanfextrakt ist kein Novel Food. Hanfextrakte wurden vor 1997 in erheblichem Umfang gebraucht, verkauft, genutzt. Für uns ist es klipp und klar. Hanfextrakt ist kein Novel Food. Und wir hoffen dort auch ein bisschen auf euch, auf die internationale Gemeinschaft, damit wir möglichst viele Studien zusammenbekommen, wo belegt wird, dass bereits vor 1997 Hanfextrakte in erheblichem Umfang in Verkehr gebracht wurden. Das ist ja nur die eine Seite. Eben für uns ist klar, Hanf ist kein Novel Food. Aber die andere Geschichte, das ist ja das Stupide daran. Wenn dann jemand eine Bewilligung für Novel Food eingibt, dann wird sie einfach auf Eis gelegt. Wir haben 3 hängige Verfahren, also Bewilligungsanträge für Novel Food, und keiner wird bearbeitet. Und mich dünkt, das sieht in der EU genau gleich aus. Und dort sind jetzt alle Branchenverbände der EU, der Schweiz, von allen Ländern gefragt, sich endlich zu connecten, sich auszutauschen und dass wir alle gemeinsam gegen diese unsinnige, verblödete Novel Food Verordnung vorgehen. Hast du etwas zu ergänzen, Thomas? Ja, ich denke wirklich, also ich stimme 100% zu. Es ist in meinen Augen leidet der Konsument am Schluss darunter. Jetzt ist es irgendwie ein Aromaöl oder irgendwie ein Chemieprodukt, was überhaupt nicht deklariert werden muss, was drin sein kann, was drin sein will. Und der Konsument, der das Produkt kauft, hat auch keine Angaben mehr, was wirklich drin ist. Und das finde ich dann wirklich einen großen Rückschritt. Danke. Ich glaube, wir haben Zeit noch für eine Frage von unserer Seite. Vielleicht kommen da noch Fragen eurer Seite. In diesem schnelllebigen Markt, was sind denn die wesentlichen Veränderungen oder was macht ihr im nächsten Jahr bei euch in der Firma, um weiter zu entwickeln in Cannabis? Ich denke, Connecten. Connecten ist das Wichtigste in der Schweiz sowie international, wirklich gleichgesinnte Firmen, Partner, Verbände zu finden, sich irgendwie zu arrangieren, Kosten zu sparen, Joint Venture aufzusetzen, sich zu fusionieren, dass wir wirklich miteinander für Cannabis kämpfen. Ja. Ja, also für uns als 420 ist die Stoßrichtung klar. Wir brauchen viel mehr Platz. Ich brauche viel mehr Leute und wir müssen einfach größer und stärker werden und uns weiter ausbauen. So same question for you. What are the changes in your company that are going to be happening in the next year in this fast-paced market? I mean, I'm not asking the question what's going to be in 5 years, but what's going to be in a year.
I can answer you in 5 years. We had already like looking in 1 month, in 27 days, we are launching product in United States. I will not mention yet the product into 18,000 POS. So I would say us, we need space. So now in our site, we have existing 28,000. Okay, I'll speak in square feet or square meter English. Okay, 200. We have 280. We have 280,000 square feet existing, which is old facility, but our land is one of the biggest constructible land for greenhouse. So in 2 months, we're going to apply for planning permission of 2.5 million square feet. That's going to be a plan on 4 years. And yeah, more employee, everything is hand trim. So when you do hand trim, one person is doing between 500 grams to 1 kilo. So I think like, yeah, a couple of hundred people in the group. Now we are structuring the trading desk in our company, and we have 50 new traders starting after Trade. So yeah, just dealing with the operation and whatever the market demand, try to make the best product, the best quality in terms of the buds or in terms of the packaging and anything, and just race it. There is a race, and I have to say that I see what is happening in States. I'm very often there, and Canada, and I mean North America in general. And you have all those big names, and I will not mention, but stock listed, who are doing crazy losses in revenue. And the more losses they make, the more valuation they get, which is like for me, for us in Switzerland, quite unusual. So we are like, oh, let's go and do an IPO in the North American market. Like this, that sounds like a good plan. And they are all coming here. All of our company, we saw most of the big names, and some few acquisitions have been made, but it's a different mentality. Here's our playing ground here. Europe, we know it well. And when you take a country like France, who has 350 cheese and were able to cut the head of their king, like a couple of times ago, you need to understand it's not that easy. And for us, the same. It's not that easy when we come in the States. So of course, joint venture partnership between some North American group and European group is important. And I would say in Europe at the moment, I would say not there is a crown in cannabis, but like when you see the 3-5 biggest company in States, it's not what we have this at the moment in Europe. So there is still the big position, the like say 3 tops is still open. And this is on us to see, to have the right vision and some company to partner together in order to see how we can securitize our market. Yesterday I read the newspaper Figaro magazine. How is possible the French government is being advised by three Canadian company how to structure their country in cannabis? How is possible that all the contract for Germany are handled for GMP flowers or whatever handled by Canadian company? I mean, I love Canada. I love maple syrup. I love many things about Canada. But I'm just saying, I mean, we are here. We are a neighbor country. It doesn't even make sense, like, to send the product over plane. I mean, it's there. So that's I think, things that are going to be moving forward. Thank you very much. Well, I want to take advantage of this combined knowledge on the panel and ask the audience if there are any questions you'd like to ask. Let's hear it for the panel, first of all. That was super informative. In 2 different languages. Does anyone have any questions? Over here. All right, here I come. Thanks. Hi, Markus. Mosi, du hast gesagt, für uns ist es klar, dass CBD nicht Novel Food ist. Das heißt für uns, für dich als Producer oder für die Schweizer Gesetzgeber? Für uns als Interessengemeinschaft Hanf Schweiz. Wir sind der Branchenverband für alle Firmen, die mit Hanf, Cannabis arbeiten. Für den Gesetzgeber, der Gesetzgeber sagt, dass es Novel Food ist, nur hat der Gesetzgeber von mir aus gesehen keine fundierte Grundlage dazu. Denn es bestehen Dokumente und Eintragungen, zum Beispiel in Italien schon von 1995, dass Hanfextrakte in erheblichem Umfang im Verkauf waren und sogar eine Nummer bekommen haben im italienischen Register. Also wenn doch eine Nummer in einem italienischen Register besteht für Hanfextrakte, dann ist auch ganz klar, dass es vor 1997 in Umlauf war. Und die Hanfextrakte hatten schon vor 1997 CBD drin, nur wusste es niemand. Aber CBD war immer im Hanfextrakt, das ist nichts Neues.
Are there other? All right, I have a question. What do you think? What is the future in the next 2 or 3 years of cannabis in Switzerland? Like, what can we expect? We haven't speaking about the future of the. No, I mean what You is have, the but I mean, question? like anything concrete? Like, do you see, do you guys have goals for 2020, 2021, things like that? Ich denke, dass wir bis 1924 Hanf auch zum Freizeitkonsum entkriminalisiert haben. In der Schweiz spricht nie jemand von einer Legalisierung, weil das will ja niemand. Wir wollen alle eine Entkriminalisierung. Und das Hauptziel, das wir natürlich verfolgen, ist, wie Tobias gesagt hat, 2021, 2022, spätestens dann wollen wir eine gute, zahlbare, funktionierende Lösung für Cannabis-Patienten, welche endlich kostengünstig zu ihrem nützlichen Medikament kommen müssen. Ich denke, das ist das Hauptziel, das wir momentan verfolgen müssen, dass endlich die Patienten nicht mehr gezwungen sind, auf dem Schwarzmarkt zu einkaufen und sich irgendwelche Streckmittel, Düngerrückstände und sonstige Sachen eigentlich zu Leibe führen müssen. Thank you. Any other questions? Oh, okay. Here we go. This will probably be the last one, and then we'll have to move on. Good morning. I'm coming from the unstable state naming Italy. What is your opinion about the hypocrisy of the separation between medical cannabis and hemp, especially when we discuss about flowers containing low THC, like Better Light? In Italy, de facto, there is a monopolium about Better Light for low THC content that is therapeutic, and all the other are only recreational. This is an hypocrisy. Well, I think first. Yeah. Okay. Sorry. I would say to call it medical cannabis or hemp or cannabis, or it's only names. It's more than marketing, because at the end, if the same plant is the same bud, let's talk more about the genetic. I mean, what are the terpenes? What are the CBD level, THC, different cannabinoids? So I would say, in Italy, I mean, they are still selling pouches or whatever, like buds for decorative subjects, because that's in fact expose a bit the situation in Europe. Like the countries is like they don't want to stop it, because it will make a big problem. And I'm sorry, but the black market exists for many years. I mean, now we are talking, there are all these conferences and nice people and suits and big and funds and bank, and everybody's looking at it. But I mean, the cannabis haven't stopped, never. I mean, it's a huge market. They just try. Government is trying to see how they can set this up in order to benefit on the tax side, and the players are trying to see how they can move in order to bring the product to the retail, so legal wise and everything. That's the reason why they are looking about doing some operation in Greece or there or Jamaica or North South America. It's just to see, depending on the regulation, where to build the LPs, where to bring this kind of product or tincture or buds, and that's at the moment the situation, I would say. Great. Thank you so very much. Let's hear it again for the panel. Unfortunately, we're out of time, but I'm sure if you want to talk to this more, they can talk to you just outside the conference room.